Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin Fritz von Berlin Barbe und in diesem Video werfen wir einen Blick und reviewen wir das TMX Trigger Kissen Pillow. Let's go! In diesem Video soll es um das TMX Trigger Pillow gehen. TMX ist eine Abkürzung, die Marke von Thomas Marks. Das ist ein Therapeut und Osteopath aus Köln und ich hatte die Chance, ihn und seine Crew rund um dieses Thema auf der FIBO in Köln zu treffen. Das bedeutet, um zu verstehen, wie dieses Kissen genau funktioniert, hatte ich mit ihm die Zeit, dass er das Ganze quasi vor der Kamera einmal erklärt hat. Und wir springen jetzt von hier einfach mal auf den Teil von Thomas. Er hat mir nämlich ganz genau mit mir zusammen dort erklärt, wie dieses Kissen aufgebaut ist, was besonders ist. Ich habe das Ganze jetzt infolgedessen eine Weile getestet und wir werden dann nach dem Teil nochmal kurz Review passieren lassen, wie ist denn jetzt meine Meinung. Also starten wir jetzt mit Thomas Marks. Vielen Dank an der Stelle nochmal, dass er mir das mitgegeben hat und dass er sich die Zeit genommen hat, uns das zu erklären. Und starten wir rein. Das ist Thomas Marks, Therapeut, Osteopath vom Olympiastützpunkt in Köln. Arbeitet mit allen möglichen Sportlern wahrscheinlich dann, je nachdem wer gerade durch die Tür kommt und wen du behandeln darfst. Oder du hast dir Gedanken gemacht über Schlafen. Absolut. Also Thema Regeneration und Schlaf ist sowieso jetzt der Markt, der jetzt in den nächsten 2-3 Jahren kommt. Hat natürlich viel mit Schmerz und Verspannung und Faszien zu tun, aber jetzt kommt Recovery und Schlafen ist die Königsdisziplin der Regeneration und deswegen brauchen wir auch da das intelligenteste Produkt. Genau. Ich habe mir überlegt, ich lege mich einfach mal hin und dann erklärst du was so passiert, ja? Genau. Und was das Kissen kann. Also das ist das TMX Trigger Pillow und wir haben zwei entscheidende Themen. Das Kissen behandelt dich nachts. Thema Nummer 1 ist das patentierte Technogel. Es gibt eine Studie in Boston und in Berlin in der Charité. Es geht nämlich um die Thermoregulation und du liegst ja schon auf dem Kissen. Und du spürst wahrscheinlich jetzt eine leichte Kühle, eine ganz leichte Kühle. Und nach 20 Minuten hat die Studie gezeigt, dass der Parasympathikus, also unser Entspannungsnerv, aktiviert wird. Und das macht dieses Gel, ja. Darüber wurde das Patent erschlossen. Nach 20 Minuten kannst du wesentlich schneller einschlafen und wesentlich besser regenerieren. Das zweite ist die Ergonomie. Das Standardkissen hat eine Höhe von 11 bis 14 cm und ihr seht, er kann sich super gut bewegen, aber er wird dennoch geführt. Also ich möchte, dass man nicht zu tief liegt, aber auch nicht zu hoch liegt und deswegen müssen wir ein bisschen geführt werden. Wir haben eine Nackenaussparung in der Halswirbelsäule und da haben wir eine Höhe von 8 cm. 8. Warum? Weil wir nicht die Downfortsätze hinten gedrückt haben wollen und das macht morgendliche Nackenschmerzen, morgendliche Kopfschmerzen. Und wenn man eher Seitenschläfer ist, dann hat man in der Seite des Kissens 9 cm und wir sehen auch hier schon, er liegt sehr schön gerade und das wollen wir, ja. Und wichtig ist, dass dann die Kopfgelenke, dass er nicht überstreckt oder nicht zu weit oben liegt. Er kriegt hier eine neue Statik. Und somit kann man wesentlich besser schlafen, man hat weniger Verspannungen und er wird nachts von unseren Gel-Triggern getriggert. Und so kann man besser regenerieren. Kann man die theoretisch im Kühlschrank legen? Hätte das einen zusätzlichen, jetzt gerade im Sommer, wenn ich überlege, ich trainiere 5 Stunden Gewichtheben bla, und komme abends vom Training und dann bin ich ja meist so overhyped. Ne? Also ich komme aus dem Training, vorher noch schön Monster reingeknallt. Ne? Aber genau das ist das Thema. Er hat trainiert, er hat eine gewisse Hitze, ne? eine hohe Körpertemperatur und das Gel entzieht die überschüssige Körpertemperatur. Das ist die Thermoregulation, wovon ich gesprochen habe. Genau das ist das. Genau das ist das Thema. Ihr kennt heiße Sommernächte. Da können wir ja nicht schlafen, weil es zu heiß ist. Und das Gel reguliert das. Gute Frage. Genau, es gibt in der Thematik relativ viele Trends gerade. Es gibt kühlende Decken, es gibt schwere Decken. Im Prinzip ist all das, was in dieser Thematik kommt, aktuell auf dem Markt immer. Wir haben Sympathikus, das ist unser Stress, also ist unser Stressnerv, das ist Fight, Flight, das ist Action, Kämpfen, schwer trainieren. Und der Parasympathikus ist Entspannung, Verdauung,
und all das, was wir brauchen, um uns zu erholen. Und das Ganze regelt man gut über Temperatur. Ne? Ich sag mal, sehr warm kann Parasympathikus anregen, aber auch gerade wenn es draußen warm ist, ist es immer die Autoregulation in die Homöostase, dass wir möglichst schnell in eine Situation im Körper kommen, in der er nicht mehr daran arbeiten muss, diesen Status herzustellen. Das heißt, wenn es draußen zu warm ist, hilft es uns, wenn wir kalt werden, gerade weil im Kopf, ich meine, ich glaube 30–40% unserer Thermoregulation findet über den Kopf statt, wenn ich damals im Studium aufgepasst habe. Weil das Zentrum der Körpertemperatur genau hier hinten am Hinterkopf ist. Genau, also ich habe ab und zu auch aufgepasst. Und das Gleiche geht ja, also wenn man sich, das Entscheidende ist ja, dass unser Nervensystem, ja, unser Kleinhirn, das über vieles autoregulierend bestimmt, wenn das zuerst stimuliert wird, zusammen mit der Brücke, dass das natürlich dafür sorgt, dass unser Parasympathikus aktiviert wird. Und dieses Aktivieren merken wir als, dass wir runterkommen und rauskommen aus diesem stressigen, nicht schlafen können. Das hat, glaube ich, also die Wissenschaft dahinter, die begründet das sehr gut. Und wie es am Ende genau funktioniert, müsste man halt langfristig einfach mal testen. Ja, also, so. Da wurde relativ wenig noch gemacht, also da haben wir noch viel Potenzial, ne, was das angeht. Aber in dem Zuge werden wir das Ding mal mitnehmen und mal jetzt die nächsten Monate im Team testen und dann schauen wir mal, ob wir dir da ein bisschen Erfahrungsberichte liefern können. Ich habe auch ein ergonomisches Kissen schon, weil ich mir beibringen musste, auf dem Rücken zu schlafen, weil ich wirklich massive HWS-Thematik habe. Aber ich glaube, dass das hier gerade jetzt im Sommer eine coole Erfahrung sein kann, um mal zu gucken, okay, ist ja auch immer, der Kanal hier ist ja auch so ein bisschen dafür da, wie viel bringt das. Ne? Also für mich ist klar, dass es hilft, aber so wenn man jetzt eine Kaufentscheidung trifft, dann möchte man ja möglichst viel für möglichst. Ne, so. Und da werde ich es gerne mal testen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Zeit genommen hast. Vielen Dank. Sehr gerne. Und wir sehen uns hoffentlich mal wieder zu einem weiteren Video auf diesem YouTube-Kanal. So, jetzt sind wir wieder angekommen hier. Wir hatten gerade eine sehr gute Erklärung von Thomas über das Thema des Kissens, gerade auch über diesen Kern hier, den Trigger-Teil mit den Techno-G drin. Im Endeffekt ist das ja dann die Substanz, die eher diesen kühlen Zustand behält, einfach weil sie die Energie nicht so schnell abgibt und erhält. Deshalb, wenn man sich rauflegt, und das merkt man abends, gerade jetzt bei wärmeren Temperaturen sehr gut, ist das erstmal kühl am Hinterkopf und es ist tatsächlich auch sehr angenehm. Also ich kann diesen Effekt, den er beschrieben hat, jetzt nach einem Monat testen, definitiv bestätigen, dass man damit einen sehr, sehr positiven Effekt hat und es wirklich auch sehr entspannend wirkt und man das Gefühl hat, dass man schneller runterkommt. Ansonsten muss man beim Thema Kissen ja sagen, dass man, wenn man von diesen normalen Federkissen wegkommt, oft zu so Memory-Schaumkissen hingeleitet wird. Und man muss sich daran gewöhnen, beispielsweise auch mal anzufangen, auf dem Rücken zu schlafen. Und es ist zu empfehlen, dass wenn man so ein Kissen testet, keine anderen Kissen mehr benutzt, dass man beispielsweise dann wirklich 30 Tage ausschließlich auf diesem Kissen liegt. Das ist so der Test, den ich jetzt durchgeführt habe, beziehungsweise ich schlafe immer nur auf dem Rücken auf so einem Kissen. Und ich muss sagen, dass ich die Qualität dieses Kissens sehr, sehr gut finde. Definitiv eine Investition wert und dieser kühle Kern am Hinterkopf hat sich wirklich bewährt. Was ich auch ganz gut finde, ist die Form, dass man, wenn man mal auf der Seite liegt, hier noch eine gewisse Erhöhung dazu hat. Das hat er ja beispielsweise beschrieben. Muss aber auch sagen, und das ist ja beim Umstieg von Kissen sowieso immer so ein Ding, dass das Material des Memory-Schaums tendenziell etwas härter ist als das beispielsweise des Blackwall-Kissens, das ich vorher benutzt habe und ich mich daran erst gewöhnen musste. Nicht im Negativen, aber halt daran, dass ich mich auch natürlich an ein neues Kissen gewöhnen muss, so wie jeder, der sich beispielsweise das Kissen auch kaufen würde, der wird merken, okay, es ist halt vielleicht cool, aber trotzdem erstmal ungewohnt, aber es kann auch sein, dass jemand sich ein neues Kissen holt und sagt, boah, Heaven, ne, total geil. Für mich war dieses Kühlpad definitiv ein Gamechanger. Sachen, die ich gerne verändern würde, ist beispielsweise, es gibt ja noch so einen Jersey-Bezug und nicht diesen Anti-Schwitz-Bezug. Ich hätte den Jersey-Bezug definitiv lieber. Ich finde das hier nicht so toll. Ich hätte lieber einen Jersey-glatten Bezug. Ich habe das tatsächlich auch einfach umgedreht, dass ich den Teil dann auf der Seite hier hatte, wo
das Trigger-Gel-Pad mit drin ist. Und ich fände es tatsächlich sehr cool, wenn man dieses Trigger-Gel-Pad rausnehmen könnte. Dass man sagen könnte, okay, man hat ja hier den Bezug, den man übrigens abmachen kann und waschen kann. Und man könnte hier das Gel-Pad beispielsweise rausnehmen und vielleicht, um es extra zu kühlen, mal für 10 Minuten abends in den Kühlschrank legen. Weil das ganze Kissen in den Kühlschrank legen ist natürlich ein bisschen unrealistisch. Aber ansonsten muss ich sagen, so ein Kissen, und ich weiß jetzt nicht, wie der Verschleiß ist natürlich irgendwie eine wahnsinnig gute und wichtige Investition in die eigene Gesundheit. Ne? Schlaf und Schlafqualität wird definitiv massiv unterschätzt. Und ich muss sagen, dass das Versprechen, das das Kissen gibt, wird durch diese Technologie und dadurch, dass die Technologie einfach funktioniert, wird dieses Versprechen auch gehalten und ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Am Ende muss jeder auch so ein bisschen für sich selbst entscheiden, was für ein Kissen möchte man haben, möchte man das Geld darin investieren. Aber der Schlaf sollte eigentlich das Wertvollste sein, was man irgendwie hat, weil dort erholt man sich und Schmerz ist definitiv sehr abhängig von Schlafqualität und viele wachen auf mit Nackenschmerzen, mit Verspannungen und hier hat man definitiv etwas, was einen kleinen oder großen Teil dazu beitragen kann, besser einzuschlafen, besser zu schlafen. Also man kann es gerne einfach mal ausprobieren, davon bin ich definitiv überzeugt und auch generell das ergonomische Anpassen an die Nacken- und Kopfposition und Art und Weise der Strukturen, also wie das Ganze aufgebaut ist definitiv ein neues Level und es ist sehr gut durchdacht und dementsprechend von mir ein durch und durch positives Feedback. Und wer sich jetzt für das Kissen interessiert und einfach mal ausprobieren will, einfach unten in der Beschreibung den ersten Link klicken, da kommt ihr zum TMX Trigger Pillow. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, tut mir den Gefallen, Daumen nach oben, schreib unten was in die Kommentare, was du über das Kissen denkst oder generell, was du da für Erfahrungen gemacht hast. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei deinem nächsten Training. Ich hoffe, danach hast du einen sehr erholsamen Schlaf.